Okay, ja, Lunch and Work heute zu generativer künstlicher Intelligenz, gerade im Bereich Gründungsunterstützung. Ich freue mich erstmal, dass wir euch als Teams hier haben. Ihr seid alle im Prozess, die Innovationen von morgen und die großen Unternehmen von morgen zu entwickeln. Ähm, Vielleicht so zum Rahmen. Ich würde mal schauen, dass wir das natürlich nicht ausufernd machen. Wir nehmen es auf. Steht auch anderen Standorten zur Verfügung. Das ist nochmal wichtig, auch für Exist Women Teams, aber auch für die StartTH, für das Hochschulgründernetzwerk-Standorte. Und ihr seht hier mal so ein bisschen die Agenda. Wird mit euch erstmal mit einer kleinen Diskussion einsteigen. Das war dann meine Einordnung nochmal von generativer künstlicher Intelligenz vornehmen. Prompting, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das, was sehr relevant ist und entscheidend ist, da gibt es mal einen kleinen Abriss. Dann gucken wir uns mal so ein, zwei Tools auch noch an, so als Tool-Empfehlungen, die euch durchaus helfen können. Und dann würde ich euch mal den Gründungsassistenten vorstellen. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, ein bisschen Q&A, einfach ein bisschen Fragen und Antworten zu geben. Ja, vielleicht ganz kurz zur Diskussion, mal so zum Einstieg. Wir experimentieren ja nun schon in unterschiedlichster Weise im Hike mit generativer KI. Der eine oder andere von euch nutzt es auch. Gucken wir so in Sabinas Richtung, gucken wir so in eure Richtung. Habt da schon auch so ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber vielleicht mal so zum Einstieg, was habt ihr so für Erfahrung mit generativer KI? Gibt es bestimmte Tools, die ihr da schon genutzt habt? Und bewertet ihr das als positiv, negativ? Seht ihr da Risiken, seht ihr da Chancen? Ja. Okay, ja, vielleicht mal so ein klein bisschen Einstieg. Schauen wir uns noch mal so ein bisschen zur Einordnung, kann als Hintergrundwissen immer nicht schaden. So ein bisschen die Einordnung auch zu haben, was ist überhaupt generative KI? Und erstmals von künstlicher Intelligenzseite ist die sogenannte Turing-Maschine von Alan Turing quasi der theoretische Grundstein gelegt worden, quasi wie Algorithmen halt arbeiten. Und der Turing-Test besagt quasi, dass das Produkt quasi oder die Handlung oder sowas von der Maschine und dem Menschen nicht mehr auseinandergehalten werden kann. Das ist der sogenannte Turing-Test und unterschiedlichste KI-Modelle haben diesen Turing-Test mittlerweile bestanden. Das heißt, die Menschen können nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt von einer KI gemacht worden oder spreche ich mit einer KI oder ist das von einem Menschen gemacht worden oder spreche ich mit einem Menschen. Wie gesagt, da sind die theoretischen Grundsteine schon 1936 gelegt worden. Jetzt will ich mit euch jetzt nicht die ganzen Phasen durchgehen, sondern dass der Begriff KI, weil früher hat man 1936 von Algorithmik gesprochen, wurde der Begriff quasi von künstlicher Intelligenz geprägt und die Urväter sind jetzt auch vor kurzem mit einem Nobelpreis ausgezeichnet worden, die gerade im Bereich halt auch von neuronalen Netzen und Machine Learning, sage ich mal, dort wirklich einen Durchbruch auch geschafft haben. Wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, dann ist das im Endeffekt die Schnittstelle von Informatik und Statistik, nämlich von Informatik und Mathematik. Und das ist quasi der Schnittpunkt ist künstliche Intelligenz und Algorithmen. Dass wir das mal so ein bisschen einordnen können, in welchen Bereichen sind wir da eigentlich unterwegs. Das Gute ist, auch wenn ihr wenig mit Mathe und wenig mit Informatik zu tun habt, ist durch generative KI für euch der Schritt zum Entwickler, zum Programmierer so klein wie nie. Ihr könnt heute mit generativer KI programmieren, ohne dass ihr ein wirkliches Verständnis habt. Ob das funktioniert oder so, ist eine ganz andere Frage. Aber der Schritt ist durch, sage ich mal, generative künstliche Intelligenz dort kleiner geworden. Vielleicht mal so ein bisschen, wenn ihr da auch mal so ein bisschen Revue passieren lasst, ich mache das immer ganz gerne. Künstliche Intelligenz ist so ein bisschen eine algorithmische Vorhersage von wahrscheinlichen Zuständen, von Wahrscheinlichkeiten. Das ist der Statistikbegriff, ne, der mathematische Begriff. Und ihr kennt vielleicht das Beispiel, dass eine spezialisierte KI quasi Kasparov als Schachweltmeister geschlagen hat. Ne, also da sind Algorithmen, sage ich mal, Spezialsysteme in Einsatz gewesen. Man nutzt künstliche Intelligenz oder Algorithmen zur Vorhersage des Wetters als Beispiel. Ihr habt das in euren Apps drin. Es wird in der Industrie genutzt, ne, mit Robotern, mit Sensorik, dort bestimmte Dinge zu erheben, zu steuern. Aber auch, wenn so eine Maschine beispielsweise gewartet werden muss, damit sie nicht kaputt geht und damit höhere Kosten verursacht. Ne, sogenannte Predictive Maintenance Geschichten. Na, es wird im Gesundheitswesen häufig schon eingesetzt. Ne? Auch eure Tracker oder so, eure Wearables liefern da Daten und vielleicht auch ein Profil von euch angelegt. Gibt es vielleicht die eine oder andere Empfehlung.
Ne? Aber im Medizinsektor gibt es so eine Sachen auch, die dort quasi im Einsatz sind. Medikationen auch, Behandlungspläne. Da kommt jetzt immer mehr und mehr und mehr. Ne? Und auf der anderen Ebene haben wir Facebook. Ne? Es ist ja eine der größten Datenkraken der Welt. Ich will aber hier nicht auf Facebook hinaus, sondern in Amerika gibt es ein Unternehmen, das heißt Thorn, das mit Social Media Daten von Facebook quasi Missbrauchsfälle aufdeckt und identifiziert nur aufgrund von Social Media Daten. Ne? Predictive Analytics nennt sich das. Das heißt, Social Media Daten werden durch Algorithmen und Machine Learning so ausgewertet, dass sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen können, hier liegt vielleicht ein Missbrauchs- oder ein Misshandlungsfall vor. Und die haben damit schon die 40.000 Fälle aufgedeckt. Also was eigentlich mit dort geht, halt auch in der Entwicklung halt der generativen KI und Amazon, ist euch, glaube ich, allen bekannt. Die haben die Vision, dass die uns perspektivisch Produkte nach Hause schicken, die wir nie bestellt haben. Aber wenn wir im Briefkasten gucken und denken, oh, hätte ich eh gebraucht, dann bleibt das gleich da. Das ist ihre Vision und das machen die genauso mit Daten, mit Vorhersagen. Die sind ja in jeglichen Lebensbereichen von uns, dringt ja auch Amazon ein, um mit unseren Daten halt diese Vorhersagen entsprechend halt zu treffen. Ne? Und ihr habt die Revolution habt da in der Tasche, das ist nämlich euer Smartphone und das ist mit einer der, sage ich mal, prägnantesten Datenlieferanten überhaupt auch, ne? Durch euer Nutzerverhalten, auch wie ihr bestellt, wie ihr surft und so weiter und so fort. Ne? Bei der Thematik der generativen KI-Modelle unterscheidet man grundsätzlich in Large Language Modelle und in Diffusion Modelle. Und die Large Language Modelle sind Sprachmodelle, also sie basieren auf Text. Ne? Ich habe hier so geschrieben gehabt, menschenähnliche Texte und hat ein Verständnis entsprechend für Semantik, Grammatik, für Sprache. Es können, glaube ich, 180 Sprachen oder 190 Sprachen. So ein Modell, ne? Manche sagen, wenn man in Englisch kommuniziert, ist es ein bisschen treffsicherer oder sind die Antworten ein bisschen besser, weil es häufig auf englischen Daten trainiert worden ist, ne? Oder auf englischen Text. Ne? Und ein klassisches Beispiel ist ChatGPT. Ne? Auf der anderen Seite haben wir sogenannte Diffusion-Modelle und die sind spezialisiert darauf, quasi mit Bilddaten trainiert worden zu sein, ne? Neue Bilder zu generieren, ne? Und haben damit ein Verständnis für komplexe Muster, während halt die Large Language Modelle halt ein Verständnis für Sprache haben. Ne? Deswegen Large Language Modelle und Diffusion Modelle mit Journeys hier ein Beispiel, gerade wenn es um die Bildgenerierung geht. Aber vielleicht noch mal so ein bisschen, wie funktionieren die Large Language Modelle? Ihr seht das hier, ihr habt hier oben ein Zitat, du wirst deine Taten bezahlen, zischte sie, während ihre Klinge im Mondlicht aufblitzte. Der Kampf, der darauf folgte, und was macht das Large Language Modell jetzt? Es berechnet eine Wahrscheinlichkeit, welches Wort als nächstes kommt. Hier in dem Fall würde mit einer gut 70, vielleicht sogar 75-prozentigen Wahrscheinlichkeit das Wort war quasi genutzt werden. Der Kampf, der darauf folgte, war, und dann berechnet jetzt wieder die Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort. So funktionieren Large Language Modelle. Letztendlich ist das Statistik, ne? Vorhersage, Zufall, Stochastik. Ne? Dort zu gucken, was ist die treffsicherste Begrifflichkeit, die jetzt eigentlich statistisch gesehen dort folgen würde. Das machen Large Language Modelle. Ne? Und dieses Generative in dem Pre-Trained Transformer, der GPT, die Abkürzung, ist quasi, er generiert was Neues, ne, und ist pre-trained, also er trainiert sich selber. Diese Modelle trainieren sich selber, haben eigene Lernerfahrung durch die Interaktion, ne, und durch ein Feedback, was es vielleicht auch gibt. Ne. Die Funktionalität von sogenannten Diffusion-Modellen, die für Bild und Video dann halt auch da sind, müsst ihr euch vorstellen, die funktionieren so. Die werden mit Bildern trainiert, hier in dem Fall haben wir das Hundefoto und die nehmen dieses Bild auseinander. Ihr müsst euch vorstellen, die nehmen die ganz einzelnen Pixel, nehmen diese Modelle auseinander, bis wir dann irgendwann dieses Rauschen haben. Und wenn wir sagen, ich will einen Hund haben, dann nimmt es die Pixel und geht den Prozess wieder rückwärts und setzt es zusammen, dass ich das Hundebild habe. So funktionieren die Diffusion-Modelle. Ja. Und mein Beispiel, die beiden kennt ihr. Mein Beispiel mit dem Foto habe ich mal ein Tool genutzt gehabt, das hat mich mal interessiert gehabt, wie das funktioniert hat. Ich kann noch nicht mal mehr sagen, welches. Und habe aber eingegeben, er soll quasi, die Gesichter sollen weiterhin erkennbar sein, aber ich möchte, dass die beiden in der Weltraumatmosphäre irgendwo sich wiederfinden. So, was macht das Diffusion-Modell? Das nimmt genau dieses Originalbild und sagt und identifiziert die Gesichtszüge und sagt, die müssen wieder ähnlich zusammengesetzt werden, dass der Wiedererkennungswert da ist. Und alles, was drumherum ist, muss jetzt aussehen wie Weltraum.
So, und was macht das Modell? Das nimmt jetzt, was ich euch eben gezeigt habe, es auseinander, eine Pixel, rechnet es runter und rechnet es wieder neu zusammen und setzt es neu zusammen und dann ist das bei rausgekommen. Das ist eigentlich schon ein sehr gutes Ergebnis. Ja, genau. Also es ist erkennbar, man kann, glaube ich, sehen, dass ich das jetzt bin und dass das auch Lutz ist, also der Wiedererkennungswert ist da und wir sind auf einmal Astronauten. Ja. So funktionieren diese Diffusion-Modelle. Okay. Für euch wichtig, und das ist das alles Entscheidende, auch im Verständnis, um zuzuordnen, wie kann euch vielleicht auch KI im Gründungsprozess helfen, ist, dass ihr die Multimodalität versteht. Das heißt, diese Modelle, die jetzt durch generative KI, diese Transformer-Architektur, diese Foundation-Modelle, die jetzt entwickelt worden sind, die können die unterschiedlichsten Typen an Dateiformaten lesen. In unserem Fall Text, Bild, Audio, Video, sensorische Daten. Das heißt, diese Modelle können diese Daten nutzen, verarbeiten und können die auch wieder in selber Form ausgeben. Also allein dieses Verständnis zu haben, ich kann Text nutzen, ich kann Bild nutzen, ich kann Ton nutzen. Ihr könnt mit ChatGPT sprechen, wenn ihr das wollt, ihr braucht nicht tippen. Ihr könnt in eine Interaktion gehen, gerade übers Handy, die Taste gedrückt, ihr kommuniziert, der Chat wird aufgezeichnet. Ihr könnt das mit Sprache machen, ihr könnt das mit Text machen, ihr könnt tippeln. Ja? Ihr könnt aber auch ein Pitch-Deck von euch in ChatGPT reinschmeißen und sagen, gib mir mal ein Feedback dazu oder so, welche Positionen sind gut, welche sind nicht gut. Oder ihr arbeitet auf Miro, ihr macht mal einen Ausschnitt von einem Canvas oder sowas, was ihr mit Post-its gefüllt habt, mit digitalen, gebt das in ein Modell rein und geht in eine Interaktion damit oder sowas. Das funktioniert, weil er das lesen kann, weil er das versteht. Ja. Das ist wichtig. Ne? Und gerade in unterschiedlichen Bereichen, ob beim Marketing, es kann ein Video, es kann Text, ne? Es kann auch übersetzen, also gibt es unterschiedlichste Tools. Die Multimodalität ist wichtig, damit ihr versteht, ihr könnt auch mit den Modellen in unterschiedlichster Form, mit unterschiedlichsten Daten arbeiten. Da ist nicht nur der reine Text sich hinzusetzen, ihr könnt es euch auch bequem machen und sprechen oder ihr gebt ihnen halt Dateien oder Screenshots von euren Sachen irgendwie zur Verfügung, um es anzureichern, damit ihr darüber in die Interaktion geht. Weil ein Screenshot von einem Canvas zu machen, was ihr digital habt, wo ihr die Post-its eingefügt habt, das ihm jetzt zu erklären oder ihm runterzuschreiben, ist sehr aufwendig, den Screenshot bereitzustellen und zu fragen, kannst du das identifizieren, siehst du das und dies und jenes, kannst du mir dort ein Feedback geben, dann antwortet das Modell entsprechend und gibt euch auch ein Feedback dazu. Ja, wichtigstes Learning mit. Ihr habt es angesprochen, das ist mal so ein kleiner Überblick, weil es gibt viele Tools. Also viele Unternehmen halt auch, ein paar bekannte, die neuesten habe ich jetzt hier in der Mitte mal ergänzt, das ist einmal DeepSeek. Das wurde schon angesprochen das funktioniert ein kleines bisschen anders. Das hat auch für sehr Aufsehen gesorgt, weil die mit viel weniger Einsatz von Ressourcen, also auch von Chips, von Infrastruktur und angeblich auch von Geld und von Daten, eine Leistungsfähigkeit ähnlich wie ChatGPT, wie OpenAI hinbekommen hat. Da guckt man gerade, ob das tatsächlich so valide ist, aber es hat einen großen Einfluss gehabt. Und mit diesem tiefen Suchalgorithmus, den sie dort entwickelt haben oder sowas, ist das schon nicht so verkehrt, was das kann. Qwen ist von Alibaba, auch ein chinesisches Modell. Auch ein Bot, auch interessant, mit Websuche, mit Bildgenerierung. Das ist mehr auch Diffusion, also das ist mehr multimodal, während DeepSeek zum momentanen Zeitpunkt eher Text ist. Ja. Auf der linken Seite OpenAI ist, denke ich, ein Begriff, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen mit ChatGPT, Copilot von Microsoft. Letztendlich steckt da das Modell von OpenAI drin, Mistral. AI ist ein Modell aus Frankreich, ein europäisches Modell quasi. Grok, kennt das jemand? Grok? Das ist von Elon Musk, von Twitter. Was er dort macht, der arbeitet viel mit den Twitter-Daten. Grundsätzlich füttert das Modell. Anthropic, also Amazon, ist Claude, ist vielleicht ein Begriff. Ähnlich wie ChatGPT. Meta AI, Llama, hier ist der große Vorteil, das ist Open Source, ähnlich wie bei DeepSeek, das ist Open Source. Das heißt, man kann diese Modelle auch selber hosten, hat dann nicht unbedingt die Datenschutzprobleme, braucht natürlich die Infrastruktur, aber kann in einer geschützten Umgebung dann natürlich ganz andere Anwendungen auch bauen. Gemini von Google, Bart hieß es auch mal, die sehr weit vorne sind und Aleph Alpha ist ein bisschen die deutsche Hoffnung gewesen mit 500 Millionen Euro Invest. Die haben sich jetzt aber darauf spezialisiert, eher Lösungen fürs E-Government zu entwickeln. Ja, dass man mal so einen Überblick hat, das ist noch nicht abschließend, aber es gibt halt relativ viel. Vielleicht, wie sieht die Zukunft, sage ich mal, halt auch von gerade KI-Assistenten aus? Da gibt es ein Projekt, das heißt Astra von Google. Kennt das jemand? I think you know the video. We want to look.
Okay, let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker, which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AES-CBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, IV. That's right. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. What can I add here to make this system faster? Adding a cache between the server and database could improve speed. What does this remind you of? Schrodinger's cat. All right, give me a band name for this duo. Golden Stripes. Nice. Thanks, Gemini. Das vielleicht mal, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo wird es hingehen. Wir sind auch der Meinung, dass ihr perspektivisch wahrscheinlich mal eure eigenen individualisierten KI-Assistenten haben werdet für und vielleicht sogar unterschiedlichste Sachen. Und das Projekt hier Google Astra zeigt, in welche Richtung das auch geht. Ja, also das ist hier Vision, konnte über die Kamera die Umgebung analysieren, ne, hat sich gemerkt, wo die Brille lag, konnte den Code auf dem Bildschirm identifizieren und hat sofort zugeordnet, zu was der gehört, ne, hat kreative Elemente gelöst, hat sich in der Umgebung angeschaut gehabt, wo man sich befindet und hat die richtig wiedergegeben. Ne. Also alles einfach Kamera ein und das Modell arbeitet und beobachtet visionmäßig halt die Umgebung und ich kann halt über Sprache mit dem Modell halt in Interaktion gehen über das, was es sieht. Ne, auch Rechner und Computer werden perspektivisch so aufgebaut sein, dass ihr vorm Rechner sitzt und nicht mehr die E-Mail schreibt, die Aufgabe anlegt, irgendwie die Präsentation macht, irgendeinen Bericht analysiert, die Präsentation aufbaut und so weiter und so fort, sondern ihr gebt den Befehl und der Rechner wird das in Kette automatisch selbstständig ausführen. Ja. Vielleicht nochmal so ein bisschen zum Einfluss, das ist, glauben wir, halt auch sehr wichtig, weil das Potenzial häufig noch verkannt wird. Viele sprechen darüber, viele sagen, es ist ein Hype. Manche sagen, der Hype ist einfach zu groß. Ich bin der Meinung, es ist underhyped, weil die Auswirkungen so groß sein werden wie die Elektrifizierung beispielsweise. Die Auswirkungen so groß sein werden wie das Internet. Ja, also dass man ein Gefühl dafür bekommt, was mit generativer KI hier, wie OpenAI damals so in 2022 so die erste größere Version rausgebracht hat, quasi auf einem Sheet oder auf einem Paper von Google 2017 beruht. Google hat eigentlich diese Transformer-Architektur entwickelt und der Sam Altman von OpenAI hat die realisiert. Na, und seitdem ist dort quasi ein Boom ausgebrochen. Was bedeutet das? Es wird eine Basistechnologie werden. Sie wird im Querschnitt überall in die unterschiedlichsten Branchen und Sektoren Einzug halten. Genau wie wenn ihr euch überlegt, das Internet ist genauso Bestandteil von Arbeitsprozessen geworden und ein Drum und Dran mit E-Mail verschicken und ein Pipapo. Es ist in Fleisch und Blut übergegangen und völlig normal. Ne? Ja, eine Technologie, die auch kombinatorische Innovationen und sowas hervorbringt, aber Verbesserungspotenzial, ne? Und so weiter und so fort und eine hohe Wertschöpfung. Und das Substitutionspotenzial, wie man so sagt, und das ist noch das ist, glaube ich, aus dem Jahr 23, 24 Jahr,
eine Grafik, wo man halt sieht, welche Jobs damit halt auch streckenweise halt ersetzt werden können. Ne? Ihr seht das hier mit ausgezeichnet können es ersetzt werden oder gut, aber grundsätzlich im Schnitt, ihr seht das geht an die 70, 80, 90% ran in den unterschiedlichsten Branchen, wo generative KI quasi ein Substitutionspotenzial hat. Wir sagen immer, dass es kein Potenzial ist, um Arbeitsplätze abzuschaffen, auch wenn das Unternehmen real machen, wie Klarna hat im Callcenter an die 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen, weil jetzt da eine KI quasi die ganzen Anfragen im Callcenter bearbeitet. Das sind Ausnahmefälle, weil wir haben einen Fachkräftemangel. Deswegen sagen wir immer, die KI wird nicht den Menschen ersetzen, sondern der Mensch oder das Unternehmen, was KI nutzt, wird den Menschen oder das Unternehmen ersetzen, was keine KI nutzt. KI in Form von Kollaboration, das soll euch unterstützen. Ja. Diesen Hype-Circle, ich weiß nicht, ob ihr den kennt von Gartner, aber so dieser Hype, diese überzogenen Erwartungen, es wird überall gehypt, da ist was Neues, eine Riesentechnologie, fällt dann irgendwann so ein bisschen in das Tal der Desillusionierung, das heißt, naja, es kann ja doch das nicht, es kann das nicht und eigentlich hat man sich davon versprochen, dass es das kann. Wir sind jetzt der Meinung, dass wir jetzt eigentlich schon wieder an dem Ast sind, wo es mehr und mehr skaliert und mehr marktfähig wird und wir noch lange nicht am Ende sind. Aber dass man mal so ein Gefühl halt auch dafür bekommt, wie mit neuen Technologien umgegangen werden. Ähnlich ist das mit dem Internet gewesen, das hat genauso diesen Cycle mitgenommen, irgendwo bis es eine gewisse Marktfähigkeit erreicht. Durch das hohe kombinatorische Potenzial und so gehen wir fast davon aus, dass es halt diese Validierung noch schneller hinbekommt. Und dass ihr einfach mal so ein Gefühl dafür habt, dieser Hype-Cycle, dass wir den relativ schnell eigentlich geschafft haben und eigentlich jetzt schon dabei sind, mehr und mehr Standardlösungen, also Lösungen, sind Individuallösungen, halt häufig in die unterschiedlichsten Unternehmen und so weiter und so fort bekommen. Und mit dem Marktüberblick vorhin habt ihr gesehen gehabt, dass sich viele darauf stürzen und da jetzt eigentlich so ein bisschen so ein Run halt auch ausgebrochen ist. Ne? Das vielleicht so ein bisschen zur Einordnung und zum Einstieg. Nochmal ein Abriss auch, was das Prompting angeht. Das Prompting ist für euch sehr entscheidend. Warum, zeige ich euch gleich. Prompt ist die Eingabeaufforderung. Ihr seid jetzt keine Generation, die jetzt in MS-DOS früher, als es noch kein Windows gab, keine Benutzeroberfläche Windows, quasi in MS-DOS Befehle eingeben musste, damit der Computer mir gesagt hat, du hast die Programme drauf. Ne, mit DIA oder so, oder musste das Laufwerk wegsehen, das musste man noch mit Eingabeaufforderungen machen, weil man diese visuellen Benutzeroberflächen so noch nicht hatte. Und dieses Prinzip, das auch Eingabeaufforderung des Promptens, finden wir jetzt quasi wieder. Nämlich in der Interaktion, das ist das Fenster zur Welt der generativen künstlichen Intelligenz, durch das ich sprechen kann oder schreiben kann. Und das bedeutet nichts anderes, der Prompt, im Endeffekt die Eingabeaufforderung, ist der Input, die ich der Maschine sende. In der Transformer-Architektur, die generative künstliche Intelligenz verarbeitet die, hat mittlerweile sogar eigene logische Schritte, das nennt sich Reasoning, wie es eine Aufgabe auseinandernimmt, was es dazu braucht. Das fängt dann schon an zu denken und sich die Schritte auseinanderzunehmen und gibt uns dann den Output, eine Antwort. Na? Das ist das Entscheidende, weil was ihr oben reinpackt, bestimmt die Qualität, was unten rauskommt. Das ist was sehr Wichtiges. Aber, und das ist interessant, weil ich hatte es euch vorhin gesagt habe, Multimodalität, ihr habt mittlerweile nicht nur die Möglichkeit, einen Prompt in Form von einem Text zu geben, ihr könnt das per Audio sprechen, ihr könnt ein Image mitliefern, ihr könnt ein Rendering irgendwie mit reinpacken, ein JPEG, ne, unterschiedlichste Sachen könnt ihr dort reingeben. Der Transformer, die Transformer-Architektur, das Large Language Modell, das Diffusion Modell verarbeitet ist und kann das euch in ähnlicher Form auch wieder rausgeben. Ja? Also das heißt, nicht nur die Eingabeaufforderung im Form, was ihr schreibt, sondern ihr könnt auch noch Kontext mitgeben, ein Dokument, ein Screenshot. Ja? Und ihr könnt auch bitten, wenn ihr die Eingabeaufforderung gemacht habt, dass ihr es euch in einem speziellen Format ausgibt. Das ist so ein bisschen die Funktionalität dahinter. Das heißt nichts anderes als das Prompting, also das Beherrschen der Eingabeaufforderungen im Endeffekt die Mensch-Maschine-Interaktion ist. Ja, ist das Fenster zur Mensch-Maschine-Interaktion. Ihr könnt quasi mit dem Prompt, mit der Eingabeaufforderung, mit der generativen KI kommunizieren, indem ihr einen Befehl gebt, was es machen soll. Ja. Ja, was soll die Maschine tun? Das ist das, was jetzt überhaupt das Prompten beschreibt. Und da ist es wichtig, dass ihr
nicht eine verkürzte Interaktion haben, verbal, wie wir das jetzt hier beispielsweise machen, sondern da zählen ganz andere Kontexte mit dazu, die sind bei uns parallel im Kopf. Wenn wir uns über die soziale Arbeit unterhalten, dann haben wir eine gewisse Vorstellung, da gibt es Klienten, es gibt unterschiedliche Berufsfelder, unsere Aufgabe ist zu helfen, je nachdem in welchem Bereich es sind gewisse Gesetzesgrundlagen für mich relevant, ich habe vielleicht Schweigepflicht. Das sind alles Kontextinformationen, wenn wir uns über die soziale Arbeit unterhalten, die in unserem Kopf sind, die mit einer Rolle spielen, die wir aber nicht unbedingt aussprechen, aber in unserer Interaktion mit Berücksichtigung finden. Oder wenn man zum digitalen Produktmanagement spricht oder so. Ne? Und das ist genau das, was die Maschine auch braucht. Das heißt, wir müssen diese Informationen in einer gewissen Form mitbeschreiben. Ne? Deswegen, einfachstes Prinzip ist, gebt ihr dort Mist rein, bekommt ihr Mist raus. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euch Zeit für einen guten Prompt nehmt, für eine gute Eingabeaufforderung. Weil je besser die Eingabeaufforderung ist, je besser ist auch das, was ihr hinten rausbekommt. Manche sind zufrieden mit, schreibt mir mal eine Gliederung zum Thema Wasserstoff, dann schreibt ihr eine Gliederung zum Thema Wasserstoff. Wenn ihr aber mehr Kontextinformationen, für was ihr das braucht, wie lang das Referat vielleicht werden soll, ob ihr einen gewissen Schwerpunkt setzt oder sonst irgendwie was, kommt eine ganz, ganz andere, viel differenziertere Antwort als, schreibt mir mal eine Gliederung zum Wasserstoff. Ja. Deswegen sage ich immer, das kennt ihr, das linke ist eine Bedienungsanleitung, um von IKEA ein Billigregal zusammenzubauen. Auf der rechten Seite seht ihr, wie ich irgendwie was anschließe. Prompting ist nichts anderes als eine Bedienungsanleitung für die Maschine zu schreiben. Ja, das aus dem Kopf rausholen. Und da gibt es ein bisschen Unterstützung, das nennt sich, es gibt unterschiedlichste Techniken, wie Zero Shot oder Chain of Thought, da würde ich gar nicht so drauf eingehen. Ich möchte euch ein paar Hinweise geben, dass ihr eure Prompts ein bisschen besser ausdefiniert, damit ihr auch bessere Ergebnisse häufig bekommt. Und da gibt es ein Framework, das seht ihr hier, das könnt ihr nutzen. Ihr gebt der KI im Idealfall eine Rolle, beschreibt so ein bisschen, welches Format ihr zu welchem Thema haben wollt, gebt vielleicht auch die Hinweise, an welchen Schritten soll es machen, ne, für welche Zielgruppe ist es vielleicht auch. Gibt es Kriterien daran, die ihr daran knüpft, Akzeptanzkriterien oder bestimmte Bedingungen? Ne, welche Kontextinformationen, gibt ihr ihnen ein Beispiel mit oder gibt ihr ihnen einen Screenshot mit, dass er sich orientieren kann oder eine Textpassage? Ne, und welche Tonalität wollt ihr haben? Wollt ihr einen lustigen Stil? Wollt ihr einen professionellen Stil? Wollt ihr einen wissenschaftlichen Stil? Ne, also das sind so Grundprinzipien, die man im Prompten grundsätzlich mit nutzen sollte. Ne, als ein Framework. Ein etwas anderes, das 3C-Framework ist, gebt ihm Charakter, gebt ihm Kontext und gebt ihm Command. Ne? Also in Form von, was das Modell tatsächlich machen soll beim Command. Ne? Eine klare Anweisung. Damit reichert er es an. Dann ist es halt nicht, schreibt mir keine Ahnung, eine Gliederung für ein Referat im Bereich Wasserstoff, sondern er schreibt, ich bin Studentin im so und so Semester an dem und dem Studiengang. Meine Aufgabe ist, ein Referat auszuarbeiten, um das vor Mitkommilitonen und Mitkommilitonen zu halten. Es soll eine 45-Minuten-Session sein. Ne, ich habe hier ein Beispiel für ein Referat vielleicht auch angebracht irgendwo und packe das dort mit rein. Ich möchte einen wissenschaftlichen Stil haben, gib mir vielleicht irgendwie APA-Zitationen mit an oder Verweise zu irgendwelchen Quellen oder irgendwelchen Hinweisen oder sonstiges. Und damit wird eure Eingabeaufforderung schon viel, viel länger. Aber wenn ihr euch die Zeit nehmt, dann bekommt ihr auch ein besseres Ergebnis raus. Und nur mal als Beispiel, viele Unternehmen machen nichts anderes, als eine Eingabeaufforderung über einen Monat so weit zu iterieren und anzupassen, dass die nach einem Monat so einen guten Befehl haben, dass die den halt dann für alles Mögliche dann oder für ein bestimmtes Modell so gut nutzen können, dass das, was hinten bei rauskommt, halt richtig, richtig gute Qualität hat. Das heißt, die arbeiten einen Monat lang nur an der Optimierung der Eingabeaufforderung. Prompt Engineering. Ne? Die Leute werden hoch bezahlt mittlerweile, Prompt Ingenieure. Ne? Das ist wichtig. Im Handout, das könnt ihr auch nochmal anschauen, gibt es natürlich auch nochmal spezialisiertere Prompting-Ansätze. Ihr seht die hier, ich würde nicht darauf eingehen wollen, einfach der Zeit halber, aber die vorderen Frameworks, die helfen euch schon, das mitzudenken. Nehmt euch die Zeit, das entsprechend auszudifferenzieren. Hier habt ihr dann die entsprechenden Beispiele nochmal, die ihr euch dazu angucken könnt. Im Handout nochmal für speziell Kontextfenster auch oder spezielle Rollen, spezielle Schritte vielleicht auch. Das vielleicht zum Prompten. Nehmt euch die Zeit. Manche Modelle, das muss ich dazu sagen, die mit Reasoning-Technologie arbeiten, das heißt,
die KI-Modelle wie ChatGPT 4.0 ist ein anderes Modell als das 4o oder das O1 Mini oder O3 ist jetzt rausgekommen. Das sind andere Modelle, weil diese O-Modelle, die arbeiten mit Reasoning, das heißt, die brauchen manchmal gar nicht so extrem viel Kontext, weil die an die Aufgabenstellung anders rangehen als beispielsweise das 4.0-Modell. Das überlegt sich nämlich vorher, das hat einen eigenen Denkprozess, wie es die Aufgabe löst und baut sich zur Not die Kontextfenster auch selbst. Also deswegen, da könnt ihr auch mal ein bisschen experimentieren. Die O-Modelle brauchen nicht ganz so ausschweifende Prompts wie das 4.0-Modell, aber es hilft euch immer, Kontext mitzugeben und nicht nur irgendwie einen kurzen Satz reinzuschmeißen und dann zu hoffen, dass ihr irgendwie was Hochqualitatives rausbekommt. Das ist es nicht. Ja? Kleiner Toureinblick für euch, für auch in den Phasen, in denen ihr vielleicht seid. Ich weiß nicht, ob du es schon mal ausprobiert hast, Sabina, oder du hast es mit den Tools auch gesagt gehabt, gerade was die Bildgenerierung betrifft. Empfehlung ist Ideogramm. Das kostet auch ab einem gewissen Punkt, aber diese Tokens laden sich nach einer gewissen Zeit wieder auf und ihr habt wieder freie Credits. Ich finde das Tool sehr, sehr schön, weil es sehr realistische Bilder halt auch macht. Die sind wirklich gut, ist aber auch wieder Kontextfenster. Schreibt einen ordentlichen Prompt. Wenn er jetzt noch reinschreibt, ich will eine Winterlandschaft, dann kriegt er halt nur eine Winterlandschaft. Ne? Wenn ihr Details dort drin haben wollt oder auch den Stil, soll ein realistischer Fotostil sein oder sowas oder soll ein Comic-Stil sein, nutzt die Zeit, um den Prompt so auszudifferenzieren, dass die Qualität besser ist. Das Schöne bei Ideogramm ist, ihr bekommt 3 oder 4 Bildvorschläge sogar, die ihr auswählen könnt. Also zur Bildgenerierung kann ich euch auch das empfehlen. Es gibt ein Tool für Präsentation. Im Hackathon hat man das auch genutzt gehabt, das heißt Gamma-App und es hilft halt, sage ich mal, mit jetzt generativer künstlicher Intelligenz Präsentationen zu erstellen. Ne, auch bis zu einem gewissen Grad kostenlos, mit einem guten Befehl, mit einem guten Prompt, bekommt auch ein ganz gutes Ergebnis. Das könnt ihr dann weiter ausbauen, weiter anpassen. Deswegen ist es wichtig, wir sagen immer, die KI kann bis zu 80% der Arbeit abnehmen, aber 20% liegen bei euch. Nämlich zu optimieren, es mehr zu individualisieren, dass es auch korrekt ist, das ist auch nochmal wichtig, ne? Das vielleicht dazu. Recherche kann ich immer nur empfehlen, vielleicht auch wenn ihr den Markt vielleicht validiert oder ähnliche Produkte sucht oder sowas, ist immer Perplexity auch nicht so verkehrt, weil es Quellen euch mitliefert. Das kann ChatGPT auch mittlerweile, das kann auch DeepSeek, aber ihr müsst es natürlich immer in einer gewissen Art überprüfen. Die Kritik an ChatGPT ist, dass es nicht unbedingt das breite Wissen ist, was es dort untersucht, sondern dass schon so ein bisschen auffällig ist, mit welchen Kooperationen die auch eingegangen sind, dass bestimmte Medien bevorzugt gezeigt werden. Die Kritik gibt es. Bei Perplexity ist es, denke ich, eine bunte Mischung. Immer schauen, weil ihr könnt die Quellen direkt überprüfen, indem ihr seht das da dahinter, das sind kleine Fußnoten, da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr zu der entsprechenden Seite und ihr könnt bestimmte Dinge viel, viel schneller überprüfen. Ne, ihr sucht einen Competitor, irgendwie einen Konkurrenten oder so oder wollt irgendwie was zu eurem, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, zum Marktvolumen oder sowas wissen oder so. Das kann euch helfen, schneller zu sein und die entsprechenden Quellen besser zu validieren in der Recherche, vielleicht auch in der Marktrecherche. Synthetische Nutzerdaten, die sogenannte User Journey, hat man, glaube ich, auch im Hackathon mal genutzt gehabt, arbeitet mit synthetischen Daten und bietet euch unterschiedlichste Ansatzpunkte, eure Nutzer besser zu verstehen. Na? Als Grundlage nicht so verkehrt, um vielleicht auch einen ersten Eindruck zu bekommen. Es gibt unterschiedliche Tools, manche arbeiten mit realen Social-Media-Daten, wo natürlich die Auswertungen vielleicht auch realer sind. Wir sagen aber immer, man kann das zur Inspiration und vielleicht so zum ersten Gefühl ganz gut nutzen, aber schaut natürlich, dass ihr im Idealfall mit euren potenziellen Nutzern ins Gespräch geht, mit realen Nutzern. Aber verkehrt ist es nicht. Ja? Das vielleicht auch noch mit so als Einstieg zu nehmen. Dann hier ein Tool, ein sogenannter Website-Builder, Mobirise heißt der ist völlig kostenfrei und mit einem guten Befehl, mit einem guten Prompt, mit einer guten Eingabeaufforderung und so ein paar Klicks könnt ihr, glaube ich, auch noch Stile auswählen, generiert er euch innerhalb kürzester Zeit eine komplette Landingpage. Die könnt ihr dann anpassen, indem ihr sagt, hier will ich ein anderes Bild reinhaben, den Text muss ich ändern, hier will ich eine andere Überschrift, das Element will ich raushaben. Das heißt, das ist so ein bisschen so modular aufgebaut, so können klicken, können Sachen entfernen, können die bearbeiten mit einem guten Befehl, habt da relativ schnell eine Landingpage. So als ersten Aufschlag vielleicht auch. Ne?
Das ist so ein bisschen Innovators Tools, das ist ganz interessant. Das ist Board of Innovation nennt sich das. Und hier habt ihr unterschiedlichste Tools, die so ein bisschen zusammengefasst sind. Ihr könnt da beispielsweise ein Interview-Skript euch auch mal aufstellen lassen oder aufbauen lassen. Eure How might we Frage vielleicht auch, das ist ja so ein bisschen euer Absprungpunkt auch häufig. Ne? Oder ihr könnt ein bisschen eine Brainstorm-Buddy nutzen, ihr könnt euch Personas generieren lassen. Ne? Oder halt auch in die Interaktion gehen, um das Problemverständnis irgendwie weiter auszudifferenzieren. Das ist nochmal ein Board, da habt ihr unterschiedlichste Tools, die man halt mit nutzen kann. Wie gesagt, die Erkenntnis daraus oder was wichtig ist, komme ich nochmal drauf. Und zwar ist das hier, es gibt eine Masse an Tools. Das heißt, ihr solltet, wenn dann gezielt experimentieren und vielleicht auch ein bisschen gucken, welche Tools erfordern, sage ich mal, oder entsprechen euren Ansprüchen. Das erfordert natürlich eine gewisse Vergleichbarkeit. Das heißt, wenn dann das eine Tool irgendwie einen kurzen Befehl reinschmeißt und in den anderen einen relativ langen und in dem Modell mit dem langen Befehl ist das Ergebnis besser, das ist logisch, dann solltet ihr euch schon die Mühe machen oder sowas, halt einen identischen Prompt mal in 2 Tools reinzuschmeißen, um zu gucken, welches Ergebnis ist für euch besser. Und dann habt ihr vielleicht auch so ein bisschen nochmal ein Tool identifiziert, wo ihr gute Ergebnisse erzielt. Kritische Denken habt ihr angesprochen, das sagen wir auch immer. Das, was so eine generative KI ausspuckt, solltet ihr immer kritisch reflektieren. Das heißt nicht, dass ihr das 1:1 übernehmen sollt und dann keine Arbeit mehr habt oder sowas. Das ist es nicht. Ihr müsst die Zeit investieren, um es zu überprüfen, um es nochmal mehr zu personalisieren, auch für euch, nochmal mehr an eure Bedürfnisse, vielleicht auch an die Qualitätsbedingungen, die ihr dort stellt. Deswegen nutzt das nicht als gegeben hin, sondern reflektiert kritisch auch das, was so ein Modell ausgibt. Das kann eine Verzerrung haben, das kann mit schlechten Daten trainiert worden sein, wo Falschinformationen drin sind. Es kann aber auch einfach irgendwas erfinden, weil es in der Datenlage nichts drin hat, was es euch anbieten kann. Also erfindet es einfach irgendwas, was es überhaupt nicht gibt. Ne? Und achtet natürlich drauf, in den Tools sind häufig ausländische, amerikanische Tools. Wenn ihr euch dort anmeldet, ist das eine, aber passt auch ein bisschen auf, was ihr dort reinschmeißt. Ne? Das heißt, achtet ein bisschen auf die Daten, die ihr dort reinpackt. Okay. Und jetzt vielleicht so kurz bevor wir dann nochmal in eine Diskussion einsteigen, wollen wir euch ganz gerne nochmal vorstellen, nämlich eine Option, wir haben das jetzt hier genannt, einen Gründungsassistenten. Wir haben einen Custom GPT gebaut, das heißt einen individuell konfigurierten Bot in ChatGPT. Hier nicht an der Schnittstelle, sondern in dem GPT-Store, wie man so schön sagt. Da gibt es auch Unterschiede, ist für euch jetzt nicht relevant. Und haben diesen Bot so aufgebaut, dass wir schauen wollen, dass der euch in euren Phasen, in denen ihr seid, so ein bisschen Unterstützung liefern kann. Ihr wisst das selber, wenn ihr vielleicht nach dem Studium und nach der Arbeit abends zu Hause sitzt und ihr wisst, ich muss noch irgendwie eine Marktrecherche machen oder ich muss an meinen Personas arbeiten oder ich bin noch an meiner Webseite dran oder sowas, dann habt ihr hier die Möglichkeit, einen Assistenten zu nutzen, der euch dort ein bisschen mit unter die Arme greift, um vielleicht irgendwie nochmal die Motivation zu haben, den Schritt zu gehen oder so, der euch vielleicht nochmal eine Methode erklären kann, ja, der euch vielleicht nochmal ein bisschen Inspiration geben kann oder der euch auch eine Anleitung nochmal gibt, wie ihr dann vielleicht jetzt an welcher Stelle vorgeht. Dazu ist der da, um zu gucken, dass ihr den für euch mit nutzen könnt, um die Schritte weiterzugehen. Ne? Vielleicht auch mal in einer Phase, wo es schwierig ist, irgendwie zu wissen, es ist immer schwer, vor einem leeren Blatt Papier zu sitzen und da erstmal anzufangen damit. Dazu soll der Bot da sein, dass der so ein bisschen als Unterstützer und Sparringspartner für euch da ist, euch dort mit zu unterstützen. Wie gesagt, nicht alles als gegeben hinnehmen. Wir wollen auch nicht, dass ihr das einfach nur 1:1 aus den Fenstern rauskopiert und uns dann ins Miro-Board packt. Das ist es nicht. Aber es hilft natürlich, weil er euch vielleicht ein bisschen inspiriert oder vielleicht nochmal eine ganz andere Richtung denkt oder euch nochmal einen Hinweis gibt, ja, oder nochmal Ansätze, wo ihr vielleicht nochmal tiefer einsteigen könnt. Na, und es ist halt schneller, was heißt schnell, doch ist schneller, mal ein Befehl auch nochmal ordentlich eingegeben und ihr bekommt schon eine Grundlage, mit der ihr weiterarbeiten könnt, als wenn ihr euch die Grundlage erst selber erarbeiten müsst. Manchmal habt ihr vielleicht auch bestimmte Dinge nicht ganz so gut verstanden im Termin, das kann ja alles mal passieren. Ne? Oder Präsentation ist da. Dafür haben wir euch einen Gründungsassistenten gebaut. Hier in dem Fall für euch heißt der Hike Incubator Assistent. Und hier steht es auch so ein bisschen, dass er heute unterstützt. Und diesen Zugang zu diesem Assistenten wird euch Christian im Nachgang, das werden jetzt nicht heute allen nochmal zur Verfügung stellen. Und den könnt ihr nutzen, weil dieser Assistent ist mit dem Inkubationsprogramm gefüttert. Das heißt, der hat das Wissen aus dem Inkubationsprogramm. Wenn ihr in den unterschiedlichsten Phasen irgendwie eine Marktanalyse, Marktrecherche macht oder den Customer Problem Fit hier in dem Fall, ja, oder ein Problem Solution Fit, der hat das Knowledge
was im Inkubationsprogramm passiert, und damit könnt ihr den halt auch fragen. Ach, welche Methodik vielleicht jetzt gerade dran ist und kannst du mir da einen Hinweis geben oder kannst du mich ein bisschen inspirieren. Ne? Also das ist ein Bot speziell, sage ich mal, zurechtgeschnitten auf euren Kontext. Das heißt auch, der weiß schon, wenn ihr mit ihm in eine Kommunikation geht, hat der schon Kontextinformationen. Der hat schon mitgekriegt, dass ihr in einem Gründungsprozess seid, wenn ihr mit ihm interagiert, dass ihr dort ein Programm durchlauft. Der weiß auch schon, in welche Richtung er halt unterstützen soll. Das heißt, er hat schon ein bisschen Kontext mitgekriegt. Ja. Kostenfreiheit, ihr braucht nur einen kostenfreien ChatGPT-Account, dann funktioniert er. Wir hatten nochmal geguckt gehabt, dann könnt ihr ihn nehmen. Hinweise dazu. Den Bot hat das Hike-Team gebaut und ist wie gesagt diese Spezialisierung auf das Inkubationsprogramm. Die anderen Bots, die wir gebaut haben, ob das jetzt für Start.io oder Exist Women ist, hat auch ein gewisses Wissen als Grundlage, aber agiert dann ein bisschen anders. Bei Exist Women agiert dann natürlich mehr in einer femininen-weiblichen Kommunikation, nimmt die weiblichen Begrifflichkeiten. Ne? Im Start.io-Netzwerk agiert er natürlich eher als Gründungsberater in Thüringen und nicht aus dem Inkubationsprogramm heraus. Aber das ist vielleicht nochmal wichtig, auch sage ich mal, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie das dort entsprechend zuordnen können. Ne? Er hat das Wissen um die Inkubationsphasen und Methoden. Ne? Er kennt auch den Lean-Startup-Ansatz und hat das Wissen dazu. Das ist ja so ein bisschen das, was wir verfolgen. Er ist nicht im GPT-Store gelistet und es wird auch nicht mit den Daten trainiert. Das ist für euch auch nochmal wichtig. Ja, das heißt nicht, dass OpenAI, wenn ihr dort drinnen was macht, dass OpenAI die Daten kriegt. Das ist von unserer Seite quasi ausgeblendet. Und er ist erreichbar mit dem Link. Wichtig, bleibt im Idealfall immer im einen Chat. Das heißt, wenn ihr ein Chatfenster aufmacht, da wird mit euch in Interaktion gehen, ich zeige euch das gleich mal, da wird dann auch noch mal ein paar Fragen stellen, um besser zu verstehen, an welcher Idee arbeitet ihr, was ist so eure Zielgruppe, vielleicht auch welches Problem wollt ihr lösen, ne? Wo befindet ihr euch, der guckt auch, dass er euch so ein bisschen fragt, weil für den die Kontextinformation natürlich wichtig ist, um welches Geschäftsidee geht es denn eigentlich, in welche Richtung. Ne? Ist es ein digitales Produkt, ist es eine Kombination aus digitalen und offline, ist es ein rein digitales, ist es ein KI-Produkt, ist es ein Service? Das ist schon wichtig, weil er dann natürlich entsprechend das Wissen halt auch aus unterschiedlichsten Bereichen sich bedient. Ne? Bleibt in den einen Chat, weil je länger ihr in diesem einen Chat chattet, je mehr Informationen hat der ja zur Verfügung aus dem Chat und die nutzt er natürlich dann entsprechend. Deswegen bleibt im Idealfall in einem Chatfenster. Wenn ihr ein Chatfenster aufmacht, bleibt in diesem Chatfenster drin. Ihr könnt natürlich auch mal ein neues Chatfenster aufmachen, aber guckt, dass ihr nicht zu jedem Thema, was ihr irgendwie habt oder zu jeder Methode einen neuen Chat nutzt, sondern das ist für den interessant, weil auch das Inkubationsprogramm ist ja auf Phasen aufgebaut. Und wenn ihr halt am Anfang zu anderen Dingen kommuniziert habt, dann spielen die immer noch eine Rolle. Wenn er euch unten eine Empfehlung oder mit euch über irgendwas anderes kommuniziert, dann spielt das immer noch mit einer Rolle, weil das Kontext ist. Ne? Nicht 1:1, das wisst ihr, habt ihr nur mitgekriegt, ihr müsst das überprüfen. Ne? Nehmt euch die Zeit für die Prompts auch und überprüft die ein bisschen. Der Umgang mit persönlichen Daten ist natürlich nochmal was Entscheidendes. Ne? Ja, und nicht fürs Training freigegeben, Erreichbarkeit über Link hatten wir schon. Ne? Ein Chat bleiben, ne? Kritisch reflektieren, Chat in gleich Chat out. Ne? Und das wäre nochmal uns wichtig, dass ihr auch eine Bereitschaft habt, dass ihr uns so ein bisschen Feedback gibt. Wir würden mal vielleicht auch mal für ein Viertelstündchen, 20 Minuten für ein kurzes Interview mal mit euch einfach mal da ein bisschen in Austausch drüber gehen oder würden euch mal einen kurzen Online-Fragebogen zukommen lassen. Das wäre für uns wichtig, weil wir halt so ein bisschen gucken wollen, bringt das einen Nutzen aus eurer Sicht, sowas zu machen? Wo kriegt es vielleicht noch irgendwie Optimierungspotenziale? Wo ist er nicht so gut? Weil uns das natürlich hilft, den entweder anzupassen oder vielleicht andere Tools auch noch zu identifizieren, die vielleicht für bestimmte Herausforderungen besser geeignet sind. Das ist unsere Bitte, dass ihr da uns unterstützt und da sage ich mal, wenn ihr den Bot halt dann auch regelmäßig nutzt, uns ein bisschen Feedback zu geben. Und Christian wird auch nochmal mit euch gucken, ihr habt vielleicht auch schon unterschiedlichste Frameworks auf eurem Board drauf zu generativer KI, da vielleicht auch mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln oder mal einen interessanten Prompt oder sowas auch mal bereitzustellen, dass er das ein bisschen diesen reflektierten Umgang damit auch noch so ein bisschen mehr berücksichtigt. Ja. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, ihr habt ihn ja schon mal getestet gehabt. So sieht das Startfenster im Endeffekt aus. Na, wenn ich den halt, sage ich mal, aufmache, hier habt ihr euer Eingabefenster. Na, ihr seht das, ihr könnt dann natürlich auch hier, er ist so freigeschalten, das ist nochmal wichtig, er ist so freigeschalten, dass er im Internet suchen kann.
Er ist so freigeschaltet, dass ihr Dateien anfügen könnt. Ne? Also hat eigentlich die kompletten Funktionalitäten von einem Custom GPT hat er. Ne, dass ihr Dateien hochladen könnt, er könnt Dateien ausgeben. Also das ist nicht eingeschränkt an seiner Funktionalität, das kann man ja machen. Er hat jetzt keine externe Schnittstelle noch mit dran, das ist eine perspektivische Überlegung, aber da würden wir vielleicht auch noch mal mit euch in den Austausch gehen. Ne, ihr könnt die mit Sprache nutzen natürlich auch und hier hat er meistens so ein bisschen vorgefertigte Fäder, da könnt ihr da drauf drücken, wenn er so als Gesprächseinstieg sagt, oh, ich will mal in die Phase oder in die Phase. Ich würde jetzt mal anfangen und würde einfach mal schreiben, hey. Na, und dann durchsucht er jetzt sein Wissen. Jetzt wird er natürlich fragen, was ist mit Hey? Aber sein Wissen ist halt aufgebaut aus unterschiedlichsten Informationen, das Inkubationsprogramm, unterschiedlichsten Methodiken, unterschiedlichsten Wissen halt auch zu Lean Startup. Und er fragt jetzt, hey, wie kann ich dir heute helfen? Erzähl doch mal, woran du gerade arbeitest oder welches Problem du angehen möchtest. Na? Jetzt könnte man sagen, ich will einen Gen AI Dokumentationsassistenten für die soziale Arbeit entwickeln. BAP. Ja, ihr seht das hier, ich bin jetzt Rechtschreibung grammatikmäßig jetzt nicht ganz so korrekt gewesen. Das Coole ist, er versteht es trotzdem. Gerade ChatGPT verzeiht da Rechtschreibfehler extrem gut, während das häufig bei Copilot manchmal ein bisschen eine Schwierigkeit ist, so erfahrungsgemäß. Wir arbeiten jetzt noch nicht so viel mit Copilot, aber er verzeiht das ganz gut. Ne? Und jetzt seht ihr hier, jetzt hat er geschrieben, das klingt nach einer spannenden und sinnvollen Idee. Ein Dokumentationsassistent mit generativer KI könnte Sozialarbeiterin dabei helfen, effizienter und strukturierter zu arbeiten. Damit ich dir bestmöglich helfen kann, starten wir mit ein paar Schlüsselfragen. Das heißt, der Einstieg ist immer, um ein bisschen zu erfahren, in welchem Bereich bewegt ihr euch überhaupt, damit er euch bessere Informationen geben kann. Und jetzt fragt er hier Problemdefinition, was sind so typische Herausforderungen bei der Dokumentation in der sozialen Arbeit, ne? Gibt es bestimmte Prozesse, die besonders zeitaufwendig sind. Das heißt, er guckt jetzt, dass er schon so ein bisschen durch Fragen so ein bisschen Kontextfenster bekommt, um individualisierter noch auf eure Bedürfnisse, zurechtgeschnitten auf eure Geschäftsmodelle irgendwie zu überlegen, nachzudenken und euch was zu liefern. Na, also, dass ihr das wisst und ihr könnt jetzt ja regelmäßig kommunizieren, ihr könnt aber auch sagen, gibt es irgendeine Phase oder irgendeine Methode, erklär mir den Problem Solution Fit. Was muss ich da machen und wofür ist er gut? Ne? Ich habe jetzt hier ein bisschen verkürzte Prompts natürlich, weil der Hintergrund ist, ihr habt es euch versucht zu erklären, der hat schon Kontextfenster mitbekommen. Ne? Der hat Wissen, das zur Verfügung steht, auf was der sich stützt, der weiß, in welchem Kontext, dass wir in einem Gründungsprozess irgendwo sind. Ne? Und jetzt erklärt er hier beispielsweise nochmal auf Grundlage des Wissens, was ihr immer bereitgestellt ist, der sucht natürlich trotzdem parallel noch an dem Wissen, was ihm grundsätzlich zur Verfügung steht, aber hauptsächlich natürlich auch was ihm bereitgestellt worden ist. Na, gibt er euch jetzt hier nochmal einen Abriss, was dieser eigentliche Problem-Solution-Fit ist, na, wie der Prozess an sich funktioniert. Na, und so könntet ihr jetzt auch nochmal tiefer reingehen und könntet jetzt halt sagen, oh, Hypothesen aufstellen oder so, könnten wir da vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen schauen, hast du da Ideen oder Anregungen, warum sind die dann sinnvoll, warum sind die nicht sinnvoll. Also das heißt, ihr solltet schon wie so ein bisschen iterieren halt auch, ne? Und gucken, ne? Dass ihr so in der Interaktion so ein bisschen aufbauend aufeinander seid. Ne? Also könnt ihr mir auch sagen, wie ihr vielleicht angesprochen werden wollt oder sonst irgendwie was, das ist natürlich auch möglich. Ne? Und so bietet er euch die entsprechenden Sachen jetzt an. Das heißt, es ist einerseits so ein bisschen Wissensspeicher, er unterstützt euch in dem, welche Methoden, wie funktionieren die vielleicht, die Hinweise zu geben. Ja? Also ihr könnt ihn auch alles fragen. Ne? Seid höflich, wir sagen das immer. Sagt ihn auch mal so tief durchatmen und er soll eine 120-prozentige Leistung für euch erbringen, damit sich das Modell noch ein bisschen angesprochen fühlt oder so. Gibt es auch welche, die schon da geguckt haben, dass das an der einen oder anderen Stelle funktioniert. Und wie gesagt, nutzt es zur Inspiration, zur Unterstützung. Wenn er auch mal eine Phase hat, wo er sagt, oh, ich müsste mich heute eigentlich hinsetzen, müsste das machen oder so, da kann sowas ein bisschen helfen, den Schritt zu machen, um dort reinzukommen, nicht bei Null irgendwo anzufangen, eher eine Grundlage zu bekommen, auf der man weiter dann irgendwo arbeiten kann. Ja. Was ihr auch machen könnt, das hatte ich vorhin gesagt gehabt, ihr habt einen Pitch, gebt ihn in ein Pitch-Deck mal mit rein. Ja? Ihr habt, keine Ahnung, auf dem Miro irgendwie was ausgearbeitet, stellt ihm das als Screenshot zur Verfügung. Gebt ihm mal den Hinweis, was ihr ihm jetzt dort als Anhang gegeben habt und warum und was wollt ihr eigentlich damit. Das wäre dann schon gut, das zu beschreiben. Und wie gesagt, je ausdifferenzierter ihr vielleicht auch promptet, das ist manchmal auch das kann auch manchmal passieren. Bei uns ist das halt so, dass wir auch manchmal eine DIN A4-Seite am Prompt haben.
Die Meta-Instructions, das weiß ich gar nicht, ob er euch die verrät, die sind relativ lang. Ne? Also die Instruktionen, die der jetzt bekommen hat, auf denen der jetzt operiert, die sind relativ lang. Und der soll auch in unterschiedlichsten Rollen denken. Das heißt, der denkt für euch als BWLer, der denkt aber auch für euch als Designer. Ja? Der denkt aber halt auch aus dem Marketing-Kontext heraus, ja? Der denkt aber auch aus dem Prototyping-Kontext, als Ingenieur vielleicht oder so. Ne? Der soll das schon so ein bisschen gucken, dass je nachdem, an welchen Themen ihr seid, dass der aus unterschiedlichsten Spezialrollen heraus agiert und als Gründungsberater das Wissen zusammenfasst, um euch dann, sage ich mal, das entsprechend halt auszuspucken. Ja. Meldet euch ganz gerne, wenn ihr Anregungen habt, irgendwelche Hinweise habt. Ihr seht ja nochmal die Slide. Ansonsten freuen wir uns natürlich auf Feedback. Ja, und freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Bleibt an der Stelle gesund und auf bald.